Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Wenn Alexander zockt, taucht er ab in eine Welt voller Fabelwesen. Und die ist ziemlich intensiv. Ich habe gerade gewonnen gegen den, ich glaube, der war aus Japan. Ich habe dann sein erstes Pokémon, sein stärkstes, direkt in der ersten Runde K.O.'t. Habe ich einfach gekillt schnell. Das war auch eine größte Waffe gegen mich. Und meine Strategie hat perfekt geklappt. Was Alexander macht, ist für ihn eine Art Leistungssport. Training für die nächste Pokémon-WM. Dabei spielt er erst seit einem Jahr an der Konsole. Die schaurig süßen Taschenmonster mag er aber schon länger. Am Anfang habe ich angefangen mit Pokémon Go. Das war so 2017, habe ich angefangen, das auf dem Handy zu spielen. Bin ich immer spazieren gegangen. Und ich habe auch so Karten gesammelt, so ab und zu. Und ja, also danach wurde ein Pokémon-Club in der Schule angeboten. Im Club trainiert Alexander seine Spielzüge. Lernt von Lehrern, die in ihrer Freizeit selbst Pokémon spielen und den Kids die besondere Gaming-Welt zeigen. Viele Mitstreiter sind auch dann englischsprachig oder andere Sprachen, Spanisch, Französisch, hier in Europa gerade sehr viel. Also das fördern wir, dass die Kinder da in Austausch kommen mit anderen Kindern, aber sonst auch strategisches Denken, Problemverhalten in Situationen mit anderen Kindern generell aus anderen Kulturen zusammenkommen. Das sind viele Aspekte, die wir sehr schätzen. Weil er oft gewinnt, empfiehlt die Lehrerin Alexander, an Turnieren teilzunehmen. Er trainiert hart, gehört mittlerweile zu den 16 Besten der Welt in seiner Altersklasse. Also bei der ersten Convention in Frankfurt, das war die größte, also eine der größten und die erste, da war das schon ziemlich aufregend. Ich war ein bisschen nervös, wie die Gegner spielen werden, ob die 10-mal so gut sind wie ich oder ob die halt auch so Anfänger sind. Und ja, also ich musste mir gar keine Sorgen machen. Bei der Weltmeisterschaft war es nicht so, also da war ich nicht so nervös. Im August hat er es sogar zur Pokémon-Weltmeisterschaft nach London geschafft, scheidet im Finale nur ganz knapp aus. Um weiterhin gut zu sein, spielt Alexander täglich 2 Stunden. Computerspielverbot, das gibt's bei ihm zu Hause nicht. Es ist Abwägungssache halt tatsächlich. Ja. Die eine Seite ist dieses Screentime, dass Kinder halt an den Konsolen halt Zeit verbringen. Auf der anderen Seite ist das Spiel, die Erfahrung, vielleicht auch die Lerneffekte, die dieses Spiel mit sich bringt. Wir sind froh, dass Alex sich auf dieses eher logische und strategische Spiel konzentriert hat. Das Merchandising entwickelt die Pokémon-Community ständig weiter. Von anfänglich rund 150 ist die Anzahl der Pokémon-Figuren auf mittlerweile rund 1000 gestiegen. Sie ziehen ganze Generationen in den Bann, sagen Experten. Es handelt sich einfach um ein Multimedia-Franchise, das ganz vielfältige Einstiegsmöglichkeiten bereithält und dann natürlich einfach unterschiedliche Generationen von Mediennutzern auch miteinander verbindet. Alexander hat seine nächste Challenge schon klar vor Augen. Mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall die Weltmeisterschaft in Yokohama nächstes Jahr zu gewinnen. In Japan spielt Alexander mit seinen 12 Jahren dann mit der Konsole nicht mehr in der Kinder-, sondern in der Seniorenklasse und will bei Pokémon dort der Allerbeste sein.